Der Transfer ist ein regelrechter Meilenstein immer in der Behandlung der Sterilität. Denn gerade dort entscheidet sich ja, sind all die Mühen mit der Stimulation, mit der Eizellgewinnung, der Spermienabgabe und der Befruchtung tatsächlich erfolgreich und bekomme ich am Ende tatsächlich einen Embryo in meine Gebärmutter zurück, der dann hoffentlich auch angeht. Daher ist der Transfer immer ein sehr zentrales Thema und einer der wichtigsten Punkte in der Behandlung. Der Transfer ist natürlich ein großes Mysterium. Was passiert denn da eigentlich und wann ist der richtige Zeitpunkt für den Transfer? Und tut der weh? Kann ich hinterher wieder zurück zur normalen Arbeit? All das sind Fragen, die die Frauen sehr stark beschäftigen. Kommen wir zunächst zu dem Thema, wann ist der Transfer am besten? Dort gibt es natürlich immer die Diskussion am 3. Tage nach der Befruchtung im 8-Zell-Stadium oder lasse ich sie doch weiterlaufen bis zum 5. Tag und möchte dann eine Blastozyste transferiert haben. Und man muss festhalten, dass dies fast schon eine philosophische Frage ist, fast schon eine Glaubensfrage, welchen Weg man da geht. Wir hier bei uns gehen den Weg, dass wir das mit Ihnen besprechen. Erstmal das ganz Wichtigste. Natürlich sollen Sie eingebunden sein und Sie müssen wissen, was sind die Vor- und Nachteile der einzelnen Transferzeitpunkte. Wenn man am 3. Tage die Zelle zurückgibt, dann hat sie natürlich noch nicht so viel Stress erlebt und die Frage, ob sie tatsächlich stressresistent ist und tatsächlich somit ein höheres Potenzial hat, um zum Kind zu werden, hat sie noch nicht bewiesen. Dennoch glauben wir, dass wenn man am 3. Tag den Transfer macht, auch Zellen, die vielleicht nicht sehr stressresistent sind, bessere Chancen in der Gebärmutter haben, als in unserer Blechkiste, dem Brutkasten. Denn der Brutkasten ist mit Sicherheit mehr Stress als die Gebärmutter. Daher favorisieren wir den Tag 3 Transfer. Möchte man allerdings nur einen Transfer haben mit Zellen, die schon Stressresistenz bewiesen haben, dann sollte man sich tatsächlich für den Tag 5 entscheiden. Allerdings geht man dort das Risiko ein, dass gar kein Transfer stattfindet, denn wenn die Zelle diesen Stress die letzten 2 Tage nicht aushält, dann gibt es eben auch keinen Transfer. Wenn man den Transfer am 5. Tag durchführen kann, so sind die Chancen, dass es eine Schwangerschaft gibt, pro Transfer höher. Aber nochmal, es bleibt immer ein Gespräch zwischen uns und Ihnen, wo wir gemeinsam die Richtung vorgeben und den Tag festlegen. Immer natürlich unter Einbindung der Embryologen, die die Zelle auch tatsächlich beurteilen können. Als letztes noch, was ist der Transfer? Letztendlich nichts anderes wie eine Krebsvorsorge auf dem gynäkologischen Stuhl, eine Untersuchung. Von daher sind die Schmerzen nicht größer als bei einer Krebsvorsorgeuntersuchung. Deshalb braucht man keine Angst zu haben, es gibt auch keine Narkose, Sie können anschließend wieder nach Hause fahren, wobei man auch sagen muss, wie bei der ganzen Behandlung, wenn der Mann mit dabei ist, ist das Gefühl für Sie schöner, Sie haben Begleitung, Sie haben Beistand und ich denke, es ist für Sie beide auch ein schönes Gefühl dabei zu sein, wenn möglicherweise der Startpunkt für die Schwangerschaft gesetzt wird. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie beide mit dabei sind und bleiben Sie mit uns in der Diskussion, wann für Sie persönlich der beste Zeitpunkt ist. Vielen Dank.